Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Was darf ich weitergeben? Und ich bin wie immer gespannt. Es gibt ein Thema, wo wir für die Zukunft gucken, wie wir etwas in Zukunft so gestalten, dass wir unsere Grenzen wahren. Glücklicherweise ist es auch so, dass wir mit Erfolg Grenzen setzen und über unsere eigenen Begrenzungen hinauskommen. Das ist so das, was die Karten vorgeben. Jetzt schauen wir ins große Blatt. Die Veränderung der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Ja, hier sind schon mal die neuen Wege, die Entscheidungen, die anstehen, die erst den ersten Platz des Kartenblattes beinhalten. Hier ist ein Richtungswechsel, der tatsächlich mit dem ganzen Leben zusammenhängt, mit vielen Lebensbereichen und der mit Erleichterung einhergehen soll. Für viele kann es auch eine Entscheidung sein, die man so fürs Leben trifft oder wo man sagt, hier begrenze ich mich mal etwas, hier nehme ich etwas raus. Hier schaue ich, dass ich da, wo ich zu viel unterwegs bin, vielleicht auch einen Schnitt reinmache. Es wird hier sehr vieles klar. Unehrliches kommt an die Oberfläche. Man schaut sich so auch die Umgebung an, ne? Was stimmt da noch, wo brauche ich mehr Grenze, wo tauchen plötzlich Sachen auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich habe Umstrukturierungen im familiären Bereich. Auch da muss man immer mal wieder Grenzen setzen, ne? Es dürfen nicht alle alles mit einem machen. Und diese Umstrukturierung ist ja so zu sehen, dass sie sehr viel Klarheit mitbringt. Wir selber schauen auf einen Umbruch in unserer Lebensreise, der tatsächlich verbunden ist mit einem Richtungswechsel. Ne? Wir sind uns der Verstrickungen klar. Wir haben auch schon sehr viel hinter uns gelassen und umstrukturiert und neu aufgeklärt. Und hier nimmt etwas ganz neu Fahrt auf. Wir haben unter den Entscheidungen die Sonne, also beste Qualität, gute Chancen, gute Möglichkeiten. Und die liegen auch noch im Haus der Blumen drin. Kreative Lösungen, ein Auflösen eines karmischen Themas, einer Herausforderung. Sachen, die uns das Schicksal mit auf den Weg gibt. Es können hier auch so Sachen sein, wo man sagt, okay, ich bin mit meiner Vitalität eingeschränkt, ich suche da einen anderen Weg, aber ich habe eben auch, dass das Schicksal uns welche präsentiert. Hier sind die Finanzen mit dabei, die eigene finanzielle Größe. Möglicherweise gibt es auch Konflikte mit dem Thema Finanzen. Und es ist sehr viel Bewegung in Richtung Neubeginn zu sehen. Hier ist das Geld im kleineren Bereich oder auch das Geld der Kinder oder für die Kinder zu sehen. Auch da gibt es Grenzen. Ne? Ab einer bestimmten Zeit ist das selbstverantwortlich. Und die Nachrichten liegen hier super. Schaut mal, hier haben wir im Haus der Sterne den Brief drin und in der Korrespondenz die Sonne. Das heißt, gute Nachrichten, klärende Nachrichten, gute Gespräche auch. Hier kommt sehr vieles an die Oberfläche, was noch nicht erkannt wurde oder was für die Zukunft wichtig ist zu wissen. Hier ist es ein bisschen so, dass die Veränderungen der nächsten 14 Tage
mit Konflikt und auch mit Hindernissen vorangehen, weil sehr viel Emotionales an die Oberfläche kommt, ein emotionales Thema. Und weil die Sachen, die hier liegen, die entscheidet man nicht alleine. Da sind mehrere Personen mit dabei. Vielleicht auch das Familienkonstrukt. Und ich sehe einfach, dass diese Veränderungen da sind, um Hindernisse zu überwinden. Und um ja wieder mehr frische, neue Wege, kreative Lösungen zu finden, da wo jetzt sehr viel auch belastend ist oder schwierig. Das Kreuz und die Sonne, das beendet für mich auch immer so eine schwierigere Phase im Leben. Es kann auch sein, dass wir uns für diese Veränderungen, die hier liegen, ein bisschen streitbar machen müssen, also durchsetzen, uns nicht kleiner machen. Und ich habe auch Veränderungen im beruflichen Bereich. Da entstehen auch die neuen Wege. Ja? Wir haben vielleicht auch Arbeit am Beziehungsthema an sich, aber es ist so, dass sich auch berufliche Verträge, Aufträge, sowas alles zeigen. Ich habe für das Gegenüber hier den Schlüssel. Hier kommen die Ideen, die neuen Möglichkeiten. Hier ist sehr viel Kommunikation auch über die Verbindung, über Beziehungen, über Sachen, wo tatsächlich mit der Sense setze ich eine Grenze, ne, gesetzt werden können. Und es geht hier um Umbrüche auch im häuslichen Bereich, in den Verträgen im häuslichen Bereich, sowas alles. Und wir haben schon wieder eine Doppeldeutung. Wir haben nämlich im Haus der Sonne die Blumen drin und die Blumen im Haus der Sonne. Also besser kann das gar nicht sein, denn es ist eine Lösung, mit der man nicht rechnet, eine Auflösung, die man so noch nicht gesehen hat, ein Weg, der entsteht, den man so noch nicht angedacht hat. Es kann sein, hier sind wirklich viele Gespräche auch, die aufklärend sind. Aber ich habe schon auch krasse Wechsel irgendwie dabei. Und wieder eine Aufklärung. Eine doppelte Aufklärung. Eine doppelte Kombination. Hier ist der Brief im Haus der Sterne und hier ist der Stern im Haus des Briefes. Also alles, was Kommunikation anbelangt, ist wichtig für die Zukunft, sich auszusprechen, aufzuklären, Dinge, die nicht mehr, ja, ich würde mal sagen, so richtig funktionieren, in einen anderen Dreh zu geben. Ich habe so ein bisschen auch, dass man das Vertragliche anguckt, ne? Die Mietverträge, die Arbeitsverträge, das alles liegt hier so betreffend auch für die Familien mit drin. Ihr seht nicht mehr alles. Und dass man da irgendwo einen Schlussstrich zieht oder eine Grenze zieht, um etwas Neues in Bewegung zu bringen. Die einen oder anderen haben das Thema neue Menschen, die ins Leben kommen. Wir haben hier im Haus der Freunde das Buch drin. Möglicherweise bespricht man sich da auch mit anderen Menschen oder man holt sich Infos von Freunden. Ich habe im Hause der Arbeit hier tatsächlich auch Freunde, Kollegen, möglicherweise Menschen, die neue Inspirationen bringen. Aber ich habe auch welche, die Hindernisse mitbringen. Und es kann sein, dass wir auch da unsere Grenze ziehen müssen, damit alle in Zukunft diesen Erfolg teilen können. So, hier kann es weiterhin um Umstrukturierung gehen. Die haben hier mit den eigenen Kindern, den Arbeitsplätzen, den Finanzen zu tun. Ämter und Behördendinge können hier ersichtlich sein.
Die Selbstständigen haben hier vielleicht auch so Sachen, wo sie umstrukturieren. Aber es liegt hier tatsächlich auf dem Platz der Sicherheit und das doppelt auch noch. Selbstwertthemen habe ich noch, dass man sich das selbst auch wert ist, da einen Schlussstrich zu ziehen, wo man, ja, ich sage mal, merkt, dass man die Grenzen ausnutzt des anderen. Und das ist das, was ich uns sagen kann. Wir schauen jetzt noch ein bisschen tiefer mit einer Karte. Wir hätten gern eine Karte, bitte. Was ist wichtig für die nächsten 14 Tage? Für die Veränderungen. Ja, hier zeigt sich mit dem Steinkreis eine Übergangsphase an. Eine sehr spirituelle Zeit. Wir haben ja auch wirklich sehr viele Doppeldeutungen. Und es geht darum, auch diese Übergänge zu feiern. Man geht von einer Situation in die nächste. Wir haben hier, dass sich etwas, was karmisch in den Weg stellend ist, eben zeigt, damit wir es beenden können. Hier ist auch nochmal wichtig, dass man sich überhaupt dafür öffnet, die Lebensreise, auf die wir hier ja gucken, um zu strukturieren. Denn es ist ja schön, am Hafen zu liegen, aber ein Schiff ist nicht dafür gemacht. Das finde ich echt am besten an dieser Karte, weil es uns auch aufzeigt, dass wir mit unseren ganzen Fähigkeiten nichts anfangen können, wenn wir stehen bleiben. Und es geht darum, aufzubrechen. Eine neue Lebensphase, die sich ankündigt. Und auch die Erinnerung, dass wir alle diese Lebensphasen auch feiern oder uns auf die Schulter klopfen. Hier ist auf jeden Fall etwas, was sich für die Zukunft neu entwickelt. So, eine kleine Botschaft noch, dann lassen wir das so stehen. Es kann sein, dass man sich in der Woche ein bisschen verletzt fühlt oder dass man sich wie ein rohes Ei fühlt im Moment. Aber dass dies keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Und es kann sein, dass wir Angebote kriegen, die wir eben auch zeitabhängig entscheiden müssen. Ne? Also, dass wir uns ein Angebot auch nicht durch die Lappen gehen lassen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.